Ja, nachdem wir definiert hatten, dass wir halt also die klassischen historischen Armaturen nochmal aufgreifen wollten, haben wir uns dann überlegt, wirklich diese klassischen Armaturen deutlich puristischer zu machen und dann halt die Filigranität mit reinzubringen. Ne? Und das ist eigentlich hier auch das Wichtige, auch die Herausforderung für euch. Weil irgendwie müssen wir das Filigrane halt wirklich umsetzen. Deswegen höre ich auch als Designer teilweise auf die Konstrukteure, weil letztendlich ist es die Teamarbeit. Ne? Grundidee von Nova Fonte war ja, dass wir praktisch eine klassische Armatur aufgegriffen haben, insbesondere die klassische Dreiloch-Armatur und die in der Gestaltung modernisieren. Und ein wesentlicher Aspekt, weil es einfach gerade so der Designtrend ist, dass wir die ganzen Formen so grazil und elegant und schlank wie möglich hinkriegen. Das weiß ich als Designer natürlich, dass das den Konstrukteuren und vor allen Dingen im Werkzeugbau immer Schwierigkeiten macht. Wie sieht es denn aus? Schaffen wir das in der Konstruktion? Man muss aber bei der Konstruktion schon aufpassen, wegen Design, dass wir hier keine Schrauben zu sehen haben. Das braucht dann eigentlich eine spezielle Lösung. Aber das mit dem Oberteil, das bekommen wir hin. In der Montage natürlich, da müssen die Kollegen drauf achten, aber es gibt tatsächlich Oberteile, wo wir das realisieren können. Okay. Allgemein gesehen immer so ein bisschen das Widersprüchliche ist zwischen, man versucht etwas zu designen und wir versuchen es zu konstruieren, ist halt wirklich auch die Filigranität. Also man versucht natürlich aus Optikgründen, es möglichst filigran und möglichst dünn zu machen. Und wir aus der konstruktiven Sicht müssen natürlich mal versuchen, die Wasserwege da reinzukriegen, die Technik einzubauen, um es eben in diesen kleinen Platzbedarf, den wir zur Verfügung haben, sozusagen dann auch einzubauen. So, und es ist ganz wichtig, dass halt wirklich vom Design bis zum Werkzeugbau alles in einem Team läuft.